Mein neues Projekt ist dieser Latitude D510. Ich habe ihn geschenkt bekommen und da ich dieses Modell noch nicht kenne, wollte ich gerne einfach mal reinschauen und auch gucken, was er heute noch leisten kann. Der 16 Jahre alte Laptop macht bis auf die wenigen Gebrauchsspuren einen sehr gepflegten Eindruck und sieht sehr vielversprechend aus. Neben dem Design sind auch die Aufkleber auf dem Gerät ein Hinweis auf das Alter. Hier war ursprünglich mal Windows XP installiert und diese Zeit ist natürlich lange vorbei. Der Aufkleber für den Prozessor fehlt leider, deswegen bin ich gespannt, was da eigentlich drin steckt. Je mehr Geräte ich kennenlerne, je mehr Laptops, Notebooks, PCs und Macs ich auseinandernehme, desto besser werde ich darin, das Alter anhand der Schnittstellen zu schätzen. Dieser Laptop hat einen LPT-Anschluss für Drucker, einen COM-Port, aber auch einen VGA-Anschluss. Außerdem gibt es nur USB-1-Anschlüsse und auch nicht viele davon, deswegen habe ich das Baujahr dieses Laptops auf zunächst 2007 oder älter geschätzt. Bevor ich mir das installierte Betriebssystem anschaue, gehe ich erst einmal mit der F2-Taste ins BIOS und schaue da schon mal, was eigentlich eingebaut ist. Das Alter der BIOS-Version 2005 ist ein Hinweis auf das Entstehungsjahr. Eingebaut ist ein Pentium N-Prozessor mit 1,73 GHz. Mit so einem Prozessor oder so einem ähnlichen Prozessor habe ich schon einige Erfahrungen gemacht. Einen Link dazu findest du oben. 1,5 GB DDR2-RAM sind eingebaut und hier anscheinend im Dual-Channel vorhanden. Das finde ich ganz schön merkwürdig, weil ich noch nie 57 MB RAM-Bausteine gesehen habe. Eine 80 GB große Festplatte ist eingebaut. Die müsste man eigentlich durch eine SSD heutzutage ersetzen, jedoch wird es wahrscheinlich keinen SATA-Anschluss geben. Es ist auch noch ein Intel 915GM Grafikchip eingebaut. Das Display hat eine XGA-Auflösung im 4:3 Format. Wie ich es bei meiner ersten Begutachtung schon gesehen habe, sind leider keine Batterien eingebaut. Sehr erfreulich aber ist, dass das Datum noch angezeigt wird und das zeigt mir, dass die eingebaute Knopfbatterie immer noch funktioniert. Um später ein Betriebssystem meiner Wahl vom USB-Stick aus installieren zu können, muss ich hier die Bootreihenfolge verändern. Das geht aber nicht, weil durch ein Passwort das Ganze geschützt ist. Im Internet gibt es zahlreiche Listen mit Standard-BIOS-Passwörtern, die man hier alle ausprobieren kann. Möglicherweise ist das BIOS einfach nur dadurch geschützt. Wenn aber alles nichts hilft, gibt es auch noch ein Workaround, ein kleines Programm, das man nutzen kann, um das BIOS-Passwort herauszusuchen. Dazu muss man sich die Systemnummer unten merken, um sie später einzugeben. Sobald ihr euch die Nummer notiert oder gemerkt habt, könnt ihr auf einen anderen Rechner wechseln. Dieser Rechner muss Exe-Dateien öffnen können. Der Dell Password Generator ist auf vielen Internetseiten zu finden. Sucht euch einfach eine aus, die euch selbst passt, achtet darauf, dass es eine sichere Seite ist und dann könnt ihr das Programm runterladen, dort eure Nummer eintragen und erhaltet dann das Passwort. Wichtig ist, dass ihr die Systemnummer eintragt vom BIOS und nicht die Modellbezeichnung, wie es in einigen Beschreibungen steht. Und dann kriegt ihr auch das passende Passwort. Mit diesem Passwort müsstet ihr euer System jetzt eigentlich knacken können. Sobald ihr das BIOS-Passwort los seid, könnt ihr nun alle Einstellungen vornehmen, die euch gerade wichtig sind. Das wird dann später nochmal wichtig werden, wenn du die Bootreihenfolge veränderst und den USB-Stick an erste Stelle setzt. Der Vorbesitzer dieses Laptops hat ganze Arbeit geleistet und Linux Mint installiert, was eine sehr gute Idee ist. Er hat die 32-Bit-Version ausgewählt und das ist für mich ja schon ein Hinweis darauf, dass der Prozessor auch gar nicht anders kann. Während ich mich so ein bisschen durchs System klicke und umschaue, bemerke ich, dass der Lüfter sehr unsauber und sehr laut klingt. Im zweiten Teil dieses Videos werde ich mich darum kümmern und durch eine Reinigung hoffentlich etwas von dieser Lautstärke reduzieren können. Jetzt aber schaue ich mir erst einmal die Performance dieses Laptops an. Wie gesagt, das ist ein Laptop von 2005 und man kann mit Linux Mint, das schon vorinstalliert war durch den Vorbesitzer, auch heute noch gut im Internet surfen, Nachrichten schauen, lesen. Sogar der Aufbau der Internetseiten und das Scrolling sind angenehm flüssig und schnell.
Vom Videostream darf man natürlich nicht zu viel erwarten bei so einem alten Laptop. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bund-Länder-Treffen zur Corona-Maßnahmen. Wenn man ein wenig Geduld hat, finde ich aber, dass die Performance dieses Laptops auch im Streaming heutzutage immer noch gut läuft. Klar, man hat keine Full-HD-Auflösung, aber für wenig anspruchsvolle User ist es immer noch akzeptabel. Und dieser Laptop läuft auch allemal besser als ziemlich viele Windows 10 Rechner, die ich in den letzten Jahren so in den Händen hatte. Das hat natürlich viel mit dem Betriebssystem zu tun. Linux Mint ist sehr leicht und wenig anspruchsvoll und daher läuft es hier auf diesem alten Rechner immer noch sehr gut. Allerdings erkennt man schon am Design, dass es sich hier nicht um die aktuellste Version von Linux Mint handelt. In den Systeminformationen von Linux Mint erkennt man, wie das Betriebssystem mit der Hardware umgeht, welche Teile erkannt worden sind, was da gemessen wird an Sensoren und so weiter. Mich interessiert hier vor allem der Prozessor. Da es sich um einen Pentium M-Prozessor handelt, mit dem ich schon mal zu tun hatte, möchte ich prüfen, welche Eigenschaften er hat. Ich bin froh zu sehen, dass er die Physical Address Extension unterstützt, was die ganze Sache mit dem Betriebssystem ein bisschen leichter macht, anders als bei einem ähnlich alten Laptop, den ich mal bearbeitet habe. Über das Terminal von Linux versuche ich Updates zu installieren mit dem Befehl sudo apt-get updates. Linux Mint 13 mit dem Namen Maya ist nun schon ein paar Jahre alt und ein Update wäre, glaube ich, nicht schlecht. Doch leider fehlt mir die Berechtigung für Updates, weil ich das Kennwort nicht kenne. Auch in den Dateien, die auf dem System zurückgelassen worden sind, finde ich keinen Hinweis auf das Passwort und alle naheliegenden Passwörter haben leider keinen Treffer ergeben. Die Lösung ist für mich ein neues Linux Mint. Das ist die Version 19.2 mit dem Namen Tina. Es ist die 32-Bit-Version, die für diesen Laptop passt und die kann ich auch empfehlen. Auch die sollte heute noch fabelhaft laufen. Man kann es kostenlos vom Server seiner Wahl herunterladen und dann auf einen USB-Stick flashen. Wer mehr wissen möchte, kann natürlich in den Notizen auch noch mehr erfahren. Hier findet man ziemlich viele Informationen und auch Daten zur Systemkompatibilität. Mit dem Programm Belana Etcher und einem leeren USB-Stick mit 4 GB Speicherplatz kann ich das ganze Betriebssystem auf einen USB-Stick flashen und von dort aus starten. Um vom USB-Stick aus booten zu können, gehe ich noch einmal mit F2 ins BIOS und ändere dort die Boot-Reihenfolge. An erster Stelle muss euer USB-Stick stehen, damit Linux Mint von dort aus gebootet wird. Setzt jetzt euren USB-Stick ein, wo Linux Mint drauf ist. Anschließend könnt ihr auf die Escape-Taste drücken, auf die Option Save und Exit und schon kann's losgehen. Dieses Linux Mint sieht noch schöner aus, es ist wirklich gegenwartstauglich, es bekommt Sicherheitsupdates, alles ist auf dem aktuellsten Stand, ihr könnt neue Software herunterladen und werdet auch keine Probleme mit dem Browsen haben. Insgesamt ist dieses Betriebssystem einfach top und ich glaube, vermutlich ist es das Beste für diesen alten Laptop. Nur wer noch etwas mehr Performance herausholen möchte, kann auch eine etwas leichtere Distribution aussuchen wie Zorin OS oder aber Lubuntu oder etwas Vergleichbares. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt eine Internetverbindung herstellen, über LAN-Kabel oder WLAN, je nachdem was vorhanden ist. Jetzt könnt ihr noch Updates laden, neue Treiber laden, je nachdem was euer System gerade so braucht und anschließend einen Performance-Test durchführen mit all den Funktionen, die euch wichtig sind, wie zum Beispiel Videostream und so weiter. Für mein neues Projekt habe ich mir einen auseinandergebauten und defekten All-in-One-Computer gekauft. Da Linux zurzeit immer noch vom USB-Stick ausläuft, könnt ihr jetzt das System installieren, falls ihr zufrieden seid. Das dauert auch wirklich nicht lange
und schon nach kurzer Zeit könnt ihr mit dem System arbeiten. Damit der Laptop auch dauerhaft von der Festplatte aus bootet und nicht immer wieder versucht vom USB-Stick aus das Betriebssystem zu starten, müsst ihr die Bootreihenfolge im BIOS noch einmal verändern und die HDD an erste Stelle setzen. Und so habt ihr aus eurem alten Laptop einen brauchbaren Laptop für die Gegenwart gemacht. Weil dieser Dell-Laptop leider sehr laut geworden ist und sich sehr verschmutzt anhört, werde ich mich auch noch um die Hardware kümmern. Ich werde das Gehäuse gleich aufschrauben, auseinandernehmen, neue Wärmeleitpaste bei der CPU auftragen, die Lüfter reinigen und mich auch sonst um alles kümmern, was der Pflege bedarf. Natürlich ist es immer ratsam, RAM nachzurüsten, wenn man kann, aber alten DDR2-RAM in der passenden Form zu finden für diesen Laptop ist manchmal gar nicht so leicht. Daher habe ich es auch hier sein lassen und habe mich damit begnügt, ein optimales System einzurichten für den vorhandenen RAM.
Nach einer gründlichen Reinigung von Außen und Innen, nach einer Pflege der CPU und nach einer softwareseitigen Generalüberholung ist dieser Laptop aus 2005 wieder arbeitsfähig. Dieses alte Schätzchen könnte jetzt jemandem, der keine Angst vor Linux hat, noch viele Jahre gute Dienste leisten. Ich muss gestehen, dass ich überrascht bin, wie gut dieser Laptop heute eigentlich noch funktioniert, obwohl er schon 16 Jahre alt ist. Und was bei diesem der Latitude D510 klappt, wird auch bei tausenden anderen Laptop-Modellen genauso gut gelingen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.